So ihr Lieben, ich habe mir überlegt, ich mache mich heute mal richtig zum Horst Walter und zwar in Bezug auf dieses Fahrrad. Das ist das kleinste E-Bike der Welt, meiner Welt, muss ich sagen, weil ich hatte was Kleineres eigentlich an Fahrrädern noch niemals in der Hand. DYU C2 nennt es sich und das hat sogar eine deutsche Straßenzulassung. Es ist alles gültig, was hier sozusagen dran ist. Man kann es auf den deutschen Straßen bewegen und was mir mit dem Teil so passiert ist und wie es sozusagen fährt und was das alles so macht, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch diesmal wirklich richtig viel Spaß beim Anschauen. Und das Witzigste ist, vor einigen Monaten hatte mir DYU das C2 mal zugeschickt. Und das war noch die alte Version, was bedeutet, ich habe den zurückgeschrieben, tut mir leid, kann ich nicht testen, weil das ist auf deutschen Straßen nicht zulässig. Ich kann es nicht auf deutschen Straßen bewegen. Und ihr wollt es ja verkaufen, also vom Prinzip her, was machen wir da? Kam sofort postwendend kurz, ich sag mal zweieinhalb Monate später, dieses Bike zu mir nach Hause und die schrieben einfach Problem gelöst und haben dieses Fahrrad komplett an die deutsche Straßenzulassung direkt angeglichen. Gashebel geht nur bis 6 km/h, Motor ist sauber, Übersetzung ist sauber. Alles, was sozusagen unser deutsches ordentliches Bürokratenherz begehrt, ist hier sozusagen zulässig. Und was das Teil also so kann und wie es mir ergangen ist beim Testen, das schauen wir uns jetzt mal an. So, machen wir noch mal einen kleinen Geländetest. Hier sozusagen durch die Hügel des Feldweges. Und das ist hier wirklich schon ganz schön huckelig. Kann man jetzt ehrlich sagen. Ihr seht es hier. Hey. Aber Federung, Respekt, bis jetzt noch nicht aufgesetzt. Und trotzdem hier der Popo, der ist gefedert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier Schlagloch. Ui. Auch super gemacht. Kann man nicht meckern für so ein kleines Bike. Ist jetzt kein Mountainbike. Aber dafür, dass hier wirklich nur 16 Zoll Reifen drauf sind und das Ganze auf Kindergröße geschrumpft ist, macht das Bike eine gute Figur. Auch bei Huckeln. Im Gelände würde ich es jetzt nicht einsetzen, aber ich kann hier ehrlich sagen, hier tut weder der Popo weh. Es ist gut gefedert. Und nochmal Bremstest. Ups. Stehen tut er wieder 1. Zusammenbauen natürlich auch kein Problem. Einfach runterklappen, hier die Schelle öffnen und den Sattel dann entweder entfernen, wie in meinem Fall, oder halt dran lassen. Des Weiteren hier die Schelle öffnen, Sicherheitsverriegelung lösen, runterklappen und dann das Ganze hier komplett zusammenklappen. Und du siehst natürlich, dass hier auch noch der Akku eingelassen ist und den kannst du dann direkt rausnehmen und auch nochmal zu Hause laden. Hier gibt es eine Möglichkeit, den abzuschließen bzw. rauszuholen, aber ich finde es relativ umständlich. Hier durch die Kabelhalterung ist der Akku so ein bisschen, naja, der klemmt so ein bisschen, relativ kompliziert rauszuziehen, deswegen lasse ich ihn drinne. Aber du siehst, du kannst den auch mitnehmen und oben bei dir zu Hause bzw. im Keller direkt aufladen. Gefaltet hat das Bike ein Packmaß von 81,5 cm x 43,5 cm x 56,5 cm und das Ding kriegst du wirklich auch in den Kofferraum von jedem Kleinwagen bzw. in den Polo oder irgendwo anders mit rein. Und wenn du es dann in deine Tasche verstaust, hast du hier ein Gesamtgewicht von 23,5 Kilo plus die Tasche und kannst es eigentlich auch direkt ins Flugzeug mitnehmen. Natürlich nicht im Handgepäck, sondern im normalen Gepäck. Aber wenn du dann auf Reisen mobil sein möchtest, bei den Kilozahlen lohnt sich das. Einfach eine Tasche gekauft und ab ins Flugzeug. Den ersten Test hat dieses Bike schon mal überstanden und zwar das zulässige Gesamtgewicht, weil das ist bei mir definitiv jetzt erreicht. Mit dem Kamerarucksack, der Drohne rum, das Fahrrad und ich noch ein bisschen über 100 Kilo. 125 Kilo kannst du hier sozusagen mit bewegen und das haben wir hier definitiv schon erreicht und vielleicht auch schon überschritten. Da gibt es schon mal den ersten Pluspunkt, dass die Stoßdämpfer halten und alles andere hier sozusagen noch weiter funktioniert. Dann natürlich Fahrverhalten. Du kannst hier nicht von einem richtigen Fahrrad ausgehen. Du kannst hier von einer Fahrhilfe für wenig Kilometer ausgehen, die dich sinnvoll und seriös von A nach B bewegt. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Ansonsten glaube ich nicht, dass ich mir hier vorstellen kann, dass ich mit dem Bike eine 10-Kilometer-Tour mache. Ja? Es sei denn, ich fahre so wie jetzt, einfach so vor mich hin und ich gucke mir die Felder an und die Berge und so. Und dann ist das Ganze auch schon gut. Aber ich muss sagen, zuverlässig ist das Fahrrad. Also du kannst dich hier drauf verlassen, auf die Bremsen. Und du kannst dich natürlich hier auch auf den Anschub verlassen. Ja? Das wird natürlich über die 16 Zoll Reifen hier sozusagen relativ wenig umgesetzt. Und ich bin 1,90 Meter groß, was sozusagen bedeutet, dass hier natürlich meine Fahrfigur nicht so optimal aussieht. Ich sehe so ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich denke mal, Personen bis 1,75 Meter finden hier optimal Platz und haben auch noch ein bisschen Fun mit dem Bike zu fahren. Schauen wir uns das Ganze nochmal direkt aus der Nähe an. Klar, der Lenker, dann wie gesagt die Lenkerstange. Und schade finde ich, dass man die Lenkerstange nicht höhenverstellbar gemacht hat. Hier fehlt ein bisschen was. Also die ist feststehend und die kann man dann sozusagen nicht mehr an seine Fahrergröße angleichen. Hier unten gibt es dann wiederum die Schelle und die muss man einfach lösen, um dann sozusagen den Lenker hier zusammenzuklappen. Und dann kann man das Ganze auch verstauen im Gepäckraum und woanders. Schön finde ich natürlich auch hier die Kabelhalterungen. Die sind wirklich sehr sicher, sehr safe hier nochmal ummantelt und gehen dann sozusagen in den Lenker rein und hier auch direkt dann in den Rahmen. Das sieht sehr wertig aus und sehr gut verarbeitet. Bei den Rädern haben wir 16 Zoll Räder mal 2,5 und das Ganze natürlich auch gut bemantelt. Also hier kannst du auch schon mal All-Terrain fahren, das heißt nicht nur auf der Straße, sondern auch teilweise mal in kleinem Gelände. Hier wiederum unsere Scheibenbremsen, das sind keine hydraulischen Scheibenbremsen, das sind ganz normale Scheibenbremsen, die aber ihren Job ganz gut machen, denn wenn man bremst, dann steht man auch, das ist werksseitig schon sehr gut eingestellt. Das Ganze nicht lackiert, sondern hier mit Aufklebern versehen. Klar hast du dann nochmal die Reflektoren im Rad sowie keine richtigen Speichen, wie wir es gewohnt sind, sondern hier diese wunderbaren Stahlspeichen und die sehen auch richtig futuristisch aus. Also hier mag ich das Design, das ist denen wirklich sehr gut gelungen. Was natürlich den Klapperfaktor deutlich verringert, sind hier diese Plastikschutzbleche und die sind auch sehr, sehr gut angebracht. Hier nochmal mit Metallverstrebungen, damit das wirklich einigermaßen hält. Und gegenüber Metall ist das natürlich hier ein besseres Verhalten in Bezug auf Klappern. Also hier klappert es weniger, als wenn die sozusagen aus Metall wären. Und die erfüllen natürlich auch definitiv hier den Zweck vorne, genau wie hinten. Das Rahmendesign erinnert mich so ein bisschen an eine Rakete, als wenn die sozusagen losfliegen würde, wenn die jetzt hochkant stehen würde. Aber es ist halt mal was anderes, es ist nicht immer das Gleiche und es sieht auch richtig gut aus, so ein bisschen futuristisch hier angelehnt im Design. Ansonsten hast du natürlich hier nochmal die Sattelstange, die ist höheneinstellbar, aber auch nicht so doll, also die kriegst du jetzt auch nicht bis 1 Kilometer rausgezogen. Das ist dann sozusagen für eine Fahrergröße bis 1,75 Meter optimal ausreichend. Darüber solltest du mit diesem Fahrrad selten fahren. Was es auch im Lieferumfang dazu gibt, ist das Schloss, das man hier sozusagen nochmal anschrauben kann. Für die ersten Fahrten reicht es definitiv aus. Wer ein bisschen was Sicheres haben möchte, der leistet sich natürlich noch ein anderes Schloss. Aber ich finde es ganz gut, dass es wirklich schon im Lieferumfang mit dabei ist. Was ich natürlich richtig feiere, ist hier dieser kleine Ständer. Das ist der kleinste Fahrradständer, den ich jemals im Leben gesehen habe. Aber er macht seinen Job und hier oben ist er aus Metall, hier unten aus Plastik und auf ebenen Untergründen hält er natürlich dein Bike optimal. Bei den Pedalen gibt es auch nichts Besonderes zu sagen. Die sind nochmal extra anklappbar. Wenn du jetzt das Bike zusammenklappst, kannst du hier auch nochmal die Pedale extra klappen und materialmäßig hier aus Aluminium und hier wird es dann langsam eine Gummiplastikbeschichtung. Am Rahmen nochmal ein Hauptschalter verbaut, das heißt hier kannst du das ganze Bike ein- und auch wieder ausschalten und hier gibt es die Möglichkeit von außen zu laden, das heißt Ladegerät hier rein und dein Akku wird direkt im Rahmen geladen. Ladezeit beträgt etwa 4 bis 5 Stunden für den Akku. Wenn du dein Fahrrad zusammenklappst, dann einfach hier raufstellen und dann steht es sicher und gerade. Und dieser kleine Aufstellschutz, der ist natürlich immer ganz gut, bevor du es ins Auto legst, dass es dir sozusagen nicht umfällt. Einfach hier raufstellen, dann steht's. Du hast natürlich weder in der Gabel noch irgendwo am Sattel
eine Stoßdämpfung, aber die hast du dann dafür hier direkt im Unterrahmen und die hält auch so einiges aus. Also jetzt mal so ein kleiner Huckel oder auch ein Schlagloch, hier wird das Ganze dann gedämpft und verarbeitet und bei meinem Fahren muss ich eigentlich sagen, dass das wirklich eine gute Lösung ist und für dieses Minibike völlig ausreicht, um dir hier die schlimmsten Huckel vom Po wegzuhalten. Das vordere Licht und das hintere Licht sind direkt im Rahmen verbaut, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Du siehst es hier, außer wenn du natürlich lenkst, dann bleibt das Licht erstmal starr und kommt dann später in der Kurve in deine Fahrtrichtung. Aber ich sag mal, um jetzt im Dunkeln nach Hause zu fahren auf der Straße, reicht es definitiv auch aus von der Helligkeit und sieht natürlich richtig gut verarbeitet in diesem schönen Rahmen aus. Beim Rücklicht dann genauso, das funktioniert natürlich gleichzeitig noch als Bremslicht und das feiere ich, weil zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis hast du dann auch nochmal direkt ein Bremslicht hier an dem Bike und alles im Rahmen verbaut. Das haben sie sich echt gut einfallen lassen. Der Sattel macht auch seinen Job, der ist nicht hart und federt dir so ein bisschen die Bodenwellen weg vom Po. Hier hinten gibt es natürlich noch einen Griff. Mit diesem Griff und gleichzeitig am Lenker kannst du dann das Bike ideal in den Keller bringen bzw. zu dir nach oben tragen. So hast du, wie gesagt, immer noch eine Möglichkeit, das Ganze hier mal festzuhalten. Schauen wir uns mal den Lenker an. Relativ übersichtlich und kurz, genau wie das ganze Fahrrad. Und wir beginnen natürlich hier mit der Handhalterung. Die ist verschiebbar, hoch, runter und so weiter und so fort. Wäre natürlich schön, wenn hier noch eine Feststellhalterung gewesen wäre, um das Ganze mal so ein bisschen zu positionieren. Macht aber nichts, wir gehen weiter über die Bremse. Und die ist von Werk relativ gut eingestellt, also da kann ich nicht meckern. Dann natürlich die Klingel, falls mal jemand vor dir fährt. Und dann geht es hier direkt gleich zum Schnellspanner vom Lenker. Das heißt, du kannst dir den Lenker so einstellen, wie du es haben möchtest und dann einfach den Schnellspanner wieder raufdrücken und schon ist der Lenker fest. Das finde ich eine sehr gute Idee. Hier gibt es nochmal einen Reflektor, gleichzeitig dann hier den Gasgriff. Der geht nur bis 6 km/h, unterstützt dich beim Schieben und ist natürlich damit für die deutschen Straßen zugelassen. Gleichzeitig dann nochmal die zweite Bremse und beim anderen Handgriff braucht man natürlich nicht zu überlegen. Der Bordcomputer relativ einfach gestaltet. Hier an der Seite lange drücken, dann ist er aus. Hier an der Seite lange drücken, dann ist er an. Und wenn er an ist, dann zeigt er dir quasi 3 Funktionen an. Das eine ist die Funktion der Fahrstufen. Hier oben 1, 2, 3 Fahrstufen stehen dir zur Verfügung und hier unten klickst du dann sozusagen die Fahrstufen wieder runter. Hier gibt es die Akkuanzeige und das ist voll. Das ist dann ganz leer. kmh-Anzeige. Seitlich gibt es natürlich hier auch noch einen Schalter. Den kannst du betätigen, wenn du jetzt die Reifengröße einstellen möchtest, beziehungsweise in dem Menü noch einige Einstellungen tätigen. Ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Der ist gut erreichbar mit der Hand beim Fahren, also runterstellen, hochstellen und hier bei Sonnenlicht erkennst du natürlich auch noch deine kmh bzw. deine Geschwindigkeit und der ganze Lenker ist wie gesagt kompakt gestaltet und gut zu erreichen. Also hier gibt es keine Probleme. Einzige, was ich wie gesagt bemängeln kann, ist diese Art von Handgriffe. Die könnte man wirklich ein bisschen fester machen. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung. Gesamtgewicht ca. 23,5 Kilo, wassergeschützt nach IP54 und fahrbar bei einer Außentemperatur zwischen -10 und +45 Grad. Es bewältigt eine maximale Steigung von 15%. Angetrieben wird es von einem 250 Watt Motor, der euch bis maximal 25 km/h unterstützt. Und hier drin befindet sich ein Lithium-Akku im Rahmen verbaut, 48 Volt, 7,5 Ampere-Stunden und eine maximale Reichweite von 40 bis 50 Kilometer je nach Verbrauch bzw. Jahreszeit und auch Nutzung bzw. wie schwer du bist oder wie du fährst. Entweder nur mit Stufe 3 oder mit Stufe 1. Das ist dann wie gesagt von der Akku-Reichweite variabel. Der Motor unterstützt dich, allerdings jetzt nicht so kräftig, wo du sagst, du musst hier überhaupt nicht treten. Und auf 25 km/h zu kommen, ist auch schon ein bisschen anstrengend. Da musst du schon ganz schön reintreten. Und was wir jetzt machen werden, ist ein Bremstest. Vollbremsung. So, aber wie gesagt, nicht komplett reintreten in die Bremsen, weil wenn du komplett reintrittst, zeige ich dir mal, was passiert. Wenn du jetzt sozusagen eine fette Vollbremsung machst, pass auf, so ein bisschen aus Geschwindigkeit und Vollbremsung. Du musst aufpassen, dass dir sozusagen der hintere Reifen nicht hochkommt.
Aber aufgrund der Größe des Bikes ist das natürlich verständlich, muss man halt wissen. Aber ansonsten so auf dem Feldweg fährt sich das Ding ganz gut. Wir fahren noch mal eine Runde. Für mich ist das sozusagen nicht das optimale Testbike. Das wusste ich aber vorher. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich euch mal hier so ein lustiges Fahrrad präsentieren wollte. Verwendungszweck ist mir noch nicht so richtig klar, es sei denn, vielleicht Menschen mit Kleinwagen, die nicht so viel Platz haben, die gleichzeitig in den Campingurlaub fahren möchten, die das Ding hier einfach so in den Kofferraum legen. Aufgrund der wirklich kompakten Maße fällt das Teil hier überhaupt nicht auf. Und du kannst dich wunderbar von A nach B bewegen. So im 3, 4, 5 Kilometer Radius ist da alles möglich. Ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, Bootsplatz, Campingplatz, wenn du in einer Werkshalle arbeitest, jetzt irgendwie um von A nach B zu kommen, großer Baumarkt als Mitarbeiter, ja, halt solche Sachen, wo man so kurze Strecken fahren muss und ein bisschen Fun haben will zwischendurch. Preis-Leistungs-Verhältnis ist gegeben. Hier sind wir aktuell bei 799 €. Preise sind variabel und man wird sehen, ob sich das Teil hier sozusagen auf dem deutschen Markt durchsetzen kann. Auf alle Fälle für unsere Richtlinien und natürlich auch für unsere Straßenzulassung ist hier alles vorhanden, was du brauchst. Der Gasgriff schiebt dich nur bis 6 km/h. Der Motor ist auch bei den gewünschten 250 Watt. Also hier ist sozusagen alles, was erlaubt ist, dran und nichts mehr, was verboten ist. Und damit für die deutsche Straßenzulassung natürlich optimal gebaut. Die Schnellverschlüsse finde ich persönlich sehr gut hier am Bike, egal ob am Sattel oder auch zur Einstellung hier von deinem Lenker. Das geht wirklich total fix. Aufbauen ging auch absolut easy und schnell. Und da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die Qualität des Fahrrads kann ich jetzt nicht so im Langzeittest bewerten, weil ich das jetzt, wie gesagt, jetzt über 4, 5 Tage hier fahre. Und wie das jetzt nach 2, 3, 4, 5 Monaten aussieht mit dem Ganzen, das weiß man nicht. Aber DYU gibt sich richtig Mühe, auch auf der Internetseite, mit Garantien, mit Service, mit einer eigenen Telefonnummer und natürlich auch einer Frage-Hotline, beziehungsweise hier auch einem E-Mail-Account, wo man dann sozusagen einige Fragen stellen kann. Ich denke mal, in Sachen Service und Garantie hat man, wenn man in Deutschland kauft, natürlich auch bestimmte Rechte und auch Pflichten. Und die werden hier erfüllt. Also ich denke mal, dass man mit seinen 2 Jahren Garantie hier einigermaßen auskommt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vom Prinzip her kann man nicht viel sagen, als dass bis zu 1,75 Meter kannst du es fahren. Absolut cool im Urlaub, einfach mal in den Kombi mit reingeschmissen. Wenn du zelten gehst oder weiß ich was, bist du immer beweglich. Sitzt zwar so ein bisschen wie ein Affe auf dem Schleifstein von der Größe her, also von meiner Größe her, ich bin 1,90. 800 € bezahlst du hier für dieses Bike und du hast Spaß. Das kann ich dir garantieren. Und du erntest Blicke. Das kann ich dir auch garantieren. Und du hast Spaß und erntest Blicke und hast gleichzeitig sozusagen noch ein gutes Fortbewegungsmittel, womit du schneller vorankommst als zu Fuß. In diesem Sinne danke ich dir fürs Anschauen. Wenn ihr eine Meinung habt, sehr gern rein in die Kommentare und sehr gern bis zum nächsten Video. Ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.